Das wird heute sehr abenteuerlich und sehr spannend hier im Sonnenuntergang von Empoli. Wir spielen nämlich heute mit der B11, wie angekündigt. Larsson unter anderem spielt. Bonucci darf auch mal wieder ran. Rugani und Gertruida. Das sind also die 3-9 in der Innenverteidigung. Beziehungsweise in der Verteidigung. Dahut, Philipp Kostic. Und die müssen es halt jetzt gegen Empoli richten. Denn nächstes Spiel ist gegen Man City. Wir tanzen ja noch auf 2 Hochzeiten. Also von daher brauchen wir dann da auch wieder die beste 11. Das heißt, ich werde Chiesa dann auch irgendwann zu gegebener Zeit mal auswechseln. Aber wir müssen aufholen. Wir liegen 1 Punkt hinter Inter. Die haben noch so ein ja, ganz okayes Programm. Achtung, erste Chance Gravenberg, der Doppeltorschütze von City. Am letzten Spieltag habe ich mal geguckt, würden wir beide auswärts spielen. Inter bei Bergamo, wir bei Lazio. Aber ich habe eigentlich keinen Bock auf diese Rechenspiele. Ich will das eigentlich am letzten Spieltag, wenn dann in der eigenen Hand haben. Oder vielleicht schon mal einen Spieltag vorher das Ganze klar machen, aber das wird es nicht werden. Denn ich stehe wieder vor derselben Situation wie damals bei FIFA 15. Da habe ich es ja auch in den beiden Saisons nicht geschafft, Meister zu werden. Einmal bin ich Champions League Sieger geworden, Pokalsieger, aber Meister habe ich nie geschafft mit Juve, weil ich es immer auf den letzten Metern verkackt habe. Und beides mal gegen den AC Mailand. Jetzt wird mir doch wohl nicht der Stadtrivale das Ganze hier versauen wollen. So, und hopp. Erster vernünftiger Angriff. Kulusewski, ja, knapp abseits. Wahrscheinlich 3-4 Meter abseits oder so. Ich warte halt immer, bis die Verteidiger diesen Move machen, jetzt in die Mitte. Und genau dann war es zu spät. Schade, wäre der eine Sekunde früher gekommen, dann wäre der Ball aber auch nicht durchgekommen. Ja, und zu Empoli ist gesagt, die haben 12 Punkte Vorsprung, glaube ich, vorm Abstiegsplatz, 4 Spieltage vor Schluss. Also die sind, glaube ich, gerettet. Von daher könnten die heute auch mal ein bisschen Piano spielen. Wieder selbe Situation. Jetzt klappt's aber. Kein Abseits. Larsson ist durch. Allein gegen alle. Larsson! Wichtiges Tor. Viertelstunde rum, 1-0. Und schon mal der Fingerzeig Richtung Inter. Dass wir da sind. Wir liefern. Auch pünktlich. Anders als die Deutsche Bahn sind wir auf jeden Fall immer da, wenn wir gebraucht werden. Zur besten Zeit. Schönes Tor von Larsson. Ein Wackler. Zack. Und dann mit links. Hinten rein. War ja eigentlich nicht so seine Stärke. Denn mit der Seite hat er ja oft aus 10 Metern 10 Meter vorbeigeschossen. Aber egal. Daniel Larsson. Der Shootingstar. Das ist, glaube ich, kein verstecktes Talent. Den habe ich über meinen Jugend-Scout geholt. Aber auch da müsste halt Glück haben. Da fällt auch, ja, alle 2, 3 Berichte mal vielleicht so ein Diamant vom Laster. Das könnte doch jetzt... Oh, schwerer Fehlpass. Aber Gravenberg ist dazwischen. Einmal, zweimal. Wichtig ist die Mitte zu. Mitte dicht. Und dann haben wir hinten Gertruida, Bonucci und Rugani. Und Buffon im Tor, habe ich noch gar nicht gesagt. Buffon im Tor. Darf halt auch mal wieder ran. Muss ich ja schon mal einspielen für ein eventuelles Finale gegen eventuell Atletico oder gegen United, wenn die das im Rückspiel noch hinkriegen. Jetzt haben wir Chiesa, Dahut. Ja, da winkt jemand, aber Dahut kann es auch mal alleine. Ja, das war so Larsson. Larsson 2.0, aber ich glaube, das lag auch daran, weil Larsson Linksfuß ist. Und mit rechts, ich glaube, der 2 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne bislang. Aber bislang sehr druckvoll. Doch, geht fast nur in eine Richtung. Jetzt ist halt unser Problem. Bonucci, sehr schön. Mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Klasse steht er da ruhig. Und fängt den ab. Aber Chiesa kriegt leider da kein richtiges Tempo rein. Achtung, schade. Das sind auch eigentlich klare und sichere Bälle für uns. Ey. Das ist immer so, ja, spitz auf Knopf, ganz eng. Und wieder Gertruida dazwischen, überragend. Das ist heute wirklich richtig, richtig gut. Ja, und Larsson, der muss noch ein bisschen schneller werden. Ein bisschen robuster, dann wäre er dem auch gerade weggelaufen. Zack, wieder Gertruida. Oh, Buffon. Komm, 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 lauf, dann kriegst du den noch. Jawohl. Immerhin keine Ecke. Aber aufgepasst, Empoli kommt, da darf er eigentlich nicht durch. Stehen und gucken, wo ist die Lücke? Noch stehen wir gut. Bonucci, ja, ein bisschen zu rustikal und zu riskant, aber Buffon ist da.
die Ecke jetzt mit Romarinho, der ist schon die Hälfte der Haare ab. Und Buffon. Stark. Wie er leibt und lebt mit all seiner Erfahrung, hat noch ein müdes Lächeln auf dem Bein. Auf den Lippen, hä? Seit wann lächelt man mit den Beinen? Ja, schönes Ding. So eine schöne Flugeinlage. Man sollte eine Fluglinie nach ihm benennen. So, Vorsicht, im entscheidenden Moment drauf. Aber wir kriegen da leider keinen Zugriff. Achtung, Ball kommt. Rugani steht. Und der Konter läuft über Chiesa. Der nimmermüde Chiesa. Ja, da hat er sich verschätzt, Donati. Was so viel wie Spenden wahrscheinlich heißt auf Deutsch. Auf Spitzenwinkel, ja. Ja, wahrscheinlich heißt Donati gar nicht Spenden auf Italienisch, auf Deutsch. Wahrscheinlich so voll die Beleidigung. Aber wir kriegen es in Empoli, ja, die kombinieren sich durch, aber noch nicht so brutal gefährlich. Kein Abseits, oh, haben sie Rugani ausgespielt, aber er ist da. Komm, er holt ihn sich, muss er sich durchsetzen, ja, Achtung, jetzt machen sie Pressing. Aber Rugani macht das, Buffon. Ach, mit all seiner Erfahrung, ach, ist das schön, so muss man das rausspielen, perfekt. Und jetzt, hopp, andere Seite, jetzt muss Geertruida mal einen siebten Gang einlegen, Junge, du bist doch viel schneller. Aber auch hier wieder mit Pressing. Jawohl, Larsson. Und jetzt einmal zurückgelegt. Dahut. Auch das klappt bei uns richtig gut. Auch mit der B11. Das Pressing, Balleroberung, Ball schnell nach vorne in die Spitze. Aber unser Problem ist halt, es steht nur 1-0. Das schwebt halt immer über uns. Und Empoli ist nochmal da. Geertruida muss er eigentlich haben oder Gravenberch. Geht keiner hin und Rugani steht da. Perfekt. Ah, und dann ist erstmal 1-0. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt gucken wir mal, was unser Konkurrent macht. Unser Konkurrent spielt gar nicht. Oder, nee, die spielen einen Tag später, glaube ich. Die spielen einen Tag später. Wir dürfen also heute schon vorlegen. Ich glaube, am 4. Mai spielen die. Gegen Bologna, genau. Das ist halt dann unser nächster Gegner. So, apropos wechseln, können wir nochmal. Jetzt würde ich nämlich Folgendes machen. Jetzt würde ich Davis nach hinten ziehen und Kostic nach vorne. Ja, Geertruida, das würde ich so lassen. Gravenberch würde ich halt auch für Kamavinga mal rausnehmen. Den brauchen wir auch. Wir brauchen eigentlich alle. Und schade für Kulusewski. Eigentlich brauche ich so alle. Wir sind zwar von der Tiefe her nicht ganz so gut besetzt, vielleicht wie bei Dortmund, wurde mal locker auch die B11 hast spielen lassen können. Aber auch hier ist das noch okay. Also ich meine, wenn du einen Vlahovic, einen Kamavinga auf der Bank lässt und führst und auch einen Davis, dann glaube ich, hast du gar kein Qualitätsproblem. Das ist eine der leichtesten Aufgaben. So, Kostic jetzt eine Position weiter vorne. Mal gucken, wie wir das ausspielen. Ah, schade, da wäre eigentlich der Ball für Kostic richtig gewesen. Aber Davis kommt und Larsson. Oh, warum läuft er vorbei? So blind wie Vlahovic. Ey, er soll ja Vorbilder haben, aber doch nicht Vlahovic in dem Sinne. Komm, der Hut kriegt er. Nee, kriegt er nicht. So war für Duxch. Ach ja, das war ja, wo Duxch im Hinspiel gegen uns genetzt hat. Ich erinnere mich dunkel. Kann er jetzt zum Glück heute nicht mehr machen. Auch wieder viel Pressing, viel Druck, aber die Lücken sind natürlich da noch groß. Das dürfen wir jetzt auch nicht so oft machen. Romarinho, Achtung. Und auch nicht bis in den Strafraum rein. Achtung. Bonucci steht und Buffon auch. Perfekt. So, wo machen wir hin? Versuchen wir hier unten aufzubauen. Schöner Ball. Schöner Ball. Und jetzt Spiel und Gehen. Genau, Spiel und Gehen. Eigentlich auch so ein leichter Spielzug. So, spielen und gehen. Zack, schade. Nicht im Abseits, aber jetzt muss er warten. Larsson winkt schon. Ja, der kriegt den vielleicht auch. Oder Kostic, aber der springt halt auch nicht hoch. Da hätte er sich auch ruhig mal reinwerfen können. Egal, wir sind in Ballbesitz. Schade, Geertruida. Und jetzt die Chance. Jetzt steht der Hut frei. Der Hut. Nächste Chance. Aus der hätte ein Tor passieren müssen oder können. Jetzt der Konter. Und wieder stehen wir richtig gut. Sehr schön. Auch Kamavinga
Völlig unaufgeregt. So, der Hut muss mal durchlaufen. Oder Schade auch. Oh, schlechter Ball. Jetzt aufgepasst. Oh, da ist wieder zu viel Freiraum in der Mitte. Aber Rugani, vor allem Rugani heute, der macht so den Bremer. Der steht immer richtig, der macht ein richtig gutes Spiel. Der verteidigt da wirklich hinten ganz, ganz viel weg. Und jetzt Larsson in der Mitte mit Kopf. Ah, ist nicht so seine Disziplin, aber egal. War eine Chance. Der Ball ist weg von unserem eigenen Tor. In der jetzigen Phase der Saison geht es auch nicht mehr um Schönspielen. Da geht es einfach darum, diese Spiele zu gewinnen. Da gewinne ich dann auch zur Not 4x1-0. Hab dann halt meine Hausaufgaben gemacht und muss halt auf Inter hoffen. Also im negativen Sinne. Wann fällt das zweite? Große Frage. Wann fällt das zweite Ding? Irgendwann muss es jetzt passieren. Oh, ansonsten Romarinho, Achtung. Sind sie vorne. Und irgendwann fällt so ein Ball auch mal rein. Ey, wir kriegen nicht jedes Ding verteidigt. Aber vielleicht machen wir jetzt auch einfach mal ein zweites. Henderson und Nilsson gegen Schade. Der muss eigentlich viel schneller sein. Schade alleine gegen alle. Und da ist der Hut mal mit links. Ja, schade. Ja, Alaba für Bonucci. Innenverteidigung ist okay. Mal gucken, ob er jetzt was zu meckern hat. Alaba für eine Viertelstunde. Muss er nochmal ran. Also die Nachricht, die hat mich auch echt überrascht. Aber gut, das ist halt so random. Das sind so einfach random Nachrichten. Warum denn jetzt bei dem Spiel? Weil ich wahrscheinlich bei den anderen Spielen nicht rausgenommen habe. Naja, Lücken sind schon mal da. Empoli geht auf Pressing. Sehr, sehr stark und sehr vermehrt. Das heißt für uns Freiraum, Lücken. Die wir bislang aber nicht nutzen können. Egal, wir müssen sie jetzt so ein bisschen aus der Reserve locken, die letzten Minuten. Dass wir uns die... Oh, Davis. Vorher annehmen, bevor du spielen willst. Das ist vielleicht ein Vorteil für uns. Wenn wir die Lücken bespielt bekommen. So, in Empoli kommt, das meine ich, ey. Da kommt mal ein Ball dann gefährlich vorne rein. Und dann stehen wir doof da. Und am Ende dann halt nur mit einem Remis. Und zeitgleich verliert dann Inter wahrscheinlich. So, jetzt, Achtung. Da ist die Lücke. Die ist zu groß, die Lücke. Alaba, Zakaria. Oh, Alaba hebt das Abseits auf. Alaba, irgendeiner muss ran. Rugani, Achtung! Es ist passiert. Genau das, was nicht passieren durfte, ist passiert. Der Ausgleich 5 Minuten vor Schluss. Weil wir es nicht verteidigt kriegen. Da außen Alaba und hier Rugani, da muss er auch einfach ein bisschen entschlossener auch dazwischen gehen. Ne? Das zum Thema, du kannst nicht alles verteidigen, aber das Ding hättest du verteidigen können. Das Ding war nicht unverteidigbar oder so. Also es war nicht zu verteidigen. So. Und gerade Romarinho. Jetzt stehen wir natürlich mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand, weil jetzt hat auf der anderen Seite Inter die Chance, mit einem Sieg 4 Punkte schon wegzuziehen. Und das 3 Spieltage vor Schluss. Und wir lassen uns das Ding echt wieder vom Silbertablett nehmen. Das ist Wahnsinn, echt. Ob es an Juve liegt, ob es an mir liegt, ich weiß es nicht. Aufgepasst, noch ist das Spiel nicht vorbei. Empoli kann das Spiel jetzt komplett drehen und das machen sie. Das kann nicht sein. Es kommt sogar noch schlimmer. Und innerhalb von 5 Minuten werfen wir wahrscheinlich die komplette Meisterschaft weg. Empoli dreht das Spiel innerhalb von 5 Minuten und das kommt genau so. Völlig luftig verteidigt, da ist gar keiner. Da steht gar keiner und Buffon, ja, sieht da auch nicht glücklich aus, aber dem gebe ich jetzt am wenigsten die Schuld. Und Mete oder wie der heißt. Macht wahrscheinlich Inter zum Meister. Yaku Mete. Boah, also das ist wirklich ein richtig, richtig großer Rückschlag. Gerade für Liga und gerade wieder gesagt, wenn du das zweite Ding nicht machst, du wirst so eiskalt bestraft und wir in dieser Saison erst recht.
wir werden erst recht so häufig bestraft dafür. Aber noch ist nicht Schluss. Vielleicht zumindest irgendwie der Ausgleich, aber nicht so. Ne, wir kriegen den Ball nicht nach vorne. Und somit, das ist, glaube ich, die unnötigste Niederlage in der ganzen Saison. Innerhalb von 5 Minuten lassen wir uns hier 2 Dinge einschenken. Und das könnte es im schlimmsten Fall schon gewesen sein, wenn Inter denn ihr Spiel gewinnen sollte. Tja, und keiner weiß, wie wir das verloren haben. AC Mailand gewinnt zum Beispiel 4-0. Die kommen also wieder ran auf 3 Punkte. Oder haben jetzt 3 Punkte mehr aufgeholt. In Inter müssen wir gleich mal gucken. Wir spulen jetzt erstmal vor. Und dann gucken wir uns das mal an, wie wir im Mailänder Sandwich wahrscheinlich versinken werden. So, schauen wir mal hier auf die Tabelle drauf. Serie A und dann wird es wahrscheinlich... Ja, das war's. 4 Punkte Rückstand. Inter gewinnt gegen Bologna. Jetzt müssen wir sogar aufpassen, dass wir nicht noch von Platz 2 fliegen oder von Platz... oder beziehungsweise noch Vierter werden. Weil Napoli hat auch nur noch 6 Punkte Rückstand. Das ist nicht zu fassen. Wir schießen 80 Tore. Wir spielen 12 mal zu viel Remis. Wir kassieren 4 unnötige Niederlagen. Und das ist, glaube ich, alles gegen Mannschaften, die unten stehen. Also wir brauchen jetzt erstmal wieder 2 Spieltage, um überhaupt oben ranzukommen. Das sind jetzt 4 Punkte Rückstand bei noch 9 Punkten. Das ist noch rechnerisch möglich, aber jetzt hat Inter gegen Sampdoria die Chance zu Hause und gegen Lazio. Die haben jetzt also 2 Heimspiele und irgendeins von den beiden müssen sie verlieren. Ja, und wir müssen alles 3 gewinnen. Wir müssen alles 3 gewinnen. Nebenbei müssen wir noch ins Champions League Finale einziehen. Das wird eine ganz, ganz spannende Saison, wie damals. Das hat sich auch am letzten Spieltag entschieden. Das wird sich auch diese Saison am letzten Spieltag entscheiden. Und ich hoffe, dieses Mal mit bestem Ausgang für uns. Aber sollte es nicht reichen, sind wir einfach selber schuld. Es ist nun mal so. Wenn du 12 Mal unentschieden spielst, du kassierst 45 Gegentore. Ey, ja gut, die anderen sind nicht viel besser. Aber ich meine, der 17. hat gerade mal, wenn du es so möchtest, 7 Gegentore mehr. Und die spielen auch um den Klassenerhalt. Benevento ist schon sicher abgestiegen. Das war eigentlich schon vor der Saison klar. Und dann geht es zwischen Parma, Genua und Lecce. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr rassig, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir kriegen noch einige Kuriositäten hier zu sehen. Jetzt gilt es erstmal, Ziel 1 zu erreichen. Champions League Finale. Buffon und so. Und dann gilt es nochmal in den 3 Ligaspielen richtig reinzuklotzen. Nochmal alles rauszuholen. Und am Ende zu gucken, was dann dabei rauskommt. Also, macht's gut. Ciao, ciao.